Für mich ist das Schöne an der Liebe einfach, dass sie so viel mehr ist als einfach nur ein Gefühl. Es ist ein Partner, es ist eine Geborgenheit und zusammen ist es nachher das große Ganze. Ich bin Kim und ich bin der neue Prinz Charming. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ich möchte am Ende vor jemandem stehen, wo das Herz anfängt zu tanzen und ich mir so denke, das geht über diese Show hinaus. Wenn ich ihn haben will, dann muss ich kämpfen. And I'm feeling good. Prinz Charming Staffel 3! Ich find's total geil. Mega toller Typ. Ein Mann wie gemalt. Raste aus! Er ist gelaufen! Hast du einen Ständer? I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Remember, remember, remember. Diese graue Welt da draußen muss bunt werden. Es sind einfach tolle Männer. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so ein wahnsinnig großes Abenteuer wird. Ich habe ja auch gesagt, ich lasse mich hier auf ein Abenteuer ein und keiner hat gesagt, wie das Abenteuer sein wird. Für mich ist das hier kein Game mehr. Ich gönne es niemandem außer mir. Nur weil jemand sich hat hier gleich ficken lassen, sorry. Zählt das hier mehr als eine Persönlichkeit? Aber guck mal, der hat sich ihn schon geschnappt als Erster. Der hat keine Kontenance. Der ist wie ein Raubtier. Klar, wenn man irgendwie mit dem Herzen so schon dabei ist, dann ist es gefährlich. Wir alle haben unsere Geschichte und ich glaube, ohne diese Ereignisse wären wir auf jeden Fall nicht das, was wir heute auch sind. Die Gesellschaft labelt sehr gerne alles, was sie nicht irgendwie greifen kann. Sei du selbst, zeig, wie du bist. Nicht du musst dich ändern, sondern die Gesellschaft. Kann es nicht einfach nur Liebe sein? Das war der emotionalste Moment in meinem Leben. Ich glaube, der hat schon vielen Männern den Kopf verdreht und ich bin einer davon. Ich weiß, wofür ich hier bin und das bist du. Ja, es bricht mir das Herz. Aber ich möchte, dass deins auch zerbricht. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich kann jedem Menschen einfach nur sagen, gib dir und anderen Menschen die Möglichkeit, Gefühle zu entwickeln. Weil manchmal kommen sie da, wo du es am wenigsten erwartest. Ich bin verliebt in dich. Und ich kann mir eine gemeinsame Zukunft mit dir vorstellen. Wir sind zurück auf Kreta. Für den neuen Prinz Charming hat sich die Insel rausgeputzt. Ich bin Kim, 31 Jahre, komme aus Bremen, bin Automobilkaufmann. Und ich bin der neue Prinz Charming. Ich bin Single, weil einfach noch nicht der Richtige dabei gewesen ist, der mich umgehauen hat. Was ich möchte, wäre halt wirklich, dass da einer ist, der mich flasht. Anziehung ist für mich so ein Mix aus Kopf und Herz. Dieser Liebe auf den ersten Blick-Moment, der ist schon recht wichtig, aber oftmals kommt es halt auch durch den Charakter nach und nach. Und was schnell kommt, kann auch schnell vergehen. Am einfachsten kann man mein Herz gewinnen, echt, wenn man guten Humor hat, ehrlich ist und einfach man selbst. Und wer hat behauptet, dass Größe keine Rolle spielt? Ich bin 1,96 Meter groß. Aufgrund meiner Größe sehe ich mich so ein bisschen in dieser Position, auch immer den Beschützer zu spielen. Ich weiß, ich bin tough, aber es ist halt auch genauso schön, einfach mal zu sagen, hey komm, sei für mich da. An einer Beziehung finde ich schön, dass man die Dinge gemeinsam teilen kann.
Einen Sonnenuntergang alleine zu gucken, ist nicht so schön, als wenn man ihn vielleicht zusammen anguckt. In meiner Freizeit liebe ich es zu tanzen. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 9 Jahren. Beim Tanzen fühle ich mich frei. Man kann sämtliche Emotionen rauslegen. Kim ist der neue Prinz Charming. Wer sorgt dafür, dass seine Hand nicht weiter ins Leere greift? Das erste Mal mit einem Mann intim zu werden, fühlte sich nicht anders an. Es fühlte sich einfach nur besser an als mit einer Frau. Ich werde heute undercover in die Villa einziehen und die Jungs das erste Mal dann sehen. Sie werden nicht wissen, dass ich der Prinz bin. Und ich bin gespannt, wie nachher die Reaktion sein wird. Mein Ziel ist es, sich zu verlieben. Ich möchte am Ende vor jemandem stehen, wo das Herz anfängt zu tanzen, die Stimme vor Aufregung zittert und wissen, ist genau der Richtige. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Abenteuer. Also ich kann es nicht erwarten, wirklich den Einzug in die Villa, die Männer kennenzulernen und jetzt kann es losgehen. So schön es allein hier auf der Insel auch sein mag, das soll sich ändern. Und hier passiert es. Hier soll der Funke überspringen in dieser Villa. Bestens ausgestattet. Das neue Zuhause für 18 Single-Männer. Und nur für einen wird sich Prinz Charming am Ende entscheiden. Hier ist Nummer 1. So, los geht's. Ne, bin sogar der Erste. Können wir das Tor ja direkt hinter mir zuschließen. Hallo, ich bin der Max, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus unserer wunderschönen Hauptstadt Berlin. Also ich glaube auf jeden Fall an die große Liebe. Es war eigentlich schon immer so, also ich bin schon seit ich ein Kind war so ein hoffnungsloser Romantiker. Es darf auch kitschig sein. Wenn der Prinz ein weißes Pferd hat, dann darf er da auch ruhig drauf angeritten kommen. Dann machen wir vielleicht schon ein Säckchen auf. Als Erster in die Villa reingehen, war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ich habe erst mal mit mir selbst geredet die ganze Zeit. Ja, was soll der Geiz, ne? Ist ja warm genug, Durst ist da. Das zweite Glas ergibt durchaus Sinn. Hi! So. Ja, geil! Eingeschenkt, ne? Perfekt, hey, göttlich. Prösterchen. Prost, zum Wohl Max. Felix erstmal. Hi, Max. freut mich. Felix macht es sich hier schön. Und sich selbst sowieso. Ich bin Felix, bin 24 Jahre alt, bin in der Beauty-Branche tätig. Ja, sieht man vielleicht auch ein bisschen. Ich habe Haare, Nägel, Make-up, alles on fleek. Ich habe die Lippen etwas aufpolstern lassen, die Kinnstruktur, die Wangenknochen sind etwas betont. Haare, Bart, Augenbrauen, das ist auch gefärbt. Ja, mehr habe ich nicht gemacht. Woman are for friendship, men are for fucking ist eigentlich so mein Ding. Wenn mir ein Mann gefällt, dann gehe ich auch auf Angriff. Ich hätte ja schon gerne, was ich will. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn er mich erobern würde. Und wie er mich erobern kann, müsste er als erwachsener Mann, denke ich, gut wissen. Boah, das hast du aber wirklich gut gemacht. Er hat nur eingeschenkt. Nur das kann ich. Zu mehr reicht's nicht. Max hat mich so toll begrüßt. Das war ja zuckersüß. Aber ich bin jetzt auch echt gespannt, wer da jetzt noch alles reinkommt und uns beglückt mit seiner Anwesenheit. Hello! Hereinspaziert. Mein Name ist Ash, ich komme ursprünglich aus England. Ich hoffe, ich kann den Prinzen begeistern. Hoffentlich findet er mich auch schön, ich weiß es nicht. Ich habe versucht, mich zu stylen. Ich habe mich wachsen lassen zum ersten Mal. Ouch. Das war eine sehr schlechte Entscheidung. Hoffentlich geht das schnell weg. Damn. Und was machst du so in deinem Leben, Ash? Ich arbeite bei einer Softwarefirma. Nice. Was machst du? Ich bin im Marketing. Okay. Und du? Ich habe Friseur und Visagist gelernt. Ja. Toll. Dann kannst du mir helfen. Ich habe alles dabei. Ja. Da kommt noch mehr wildes Haar. Hallo! Moin. Können wir dir was zu trinken anbieten? Bier, Wein, Sekt? Gin Tonic. Oh nee, da bin ich raus. Ich habe bisher nur Sekt ausgeschenkt. Das haben wir auch da. Bin ich Hi, überfordert. Felix. Hi.
Moin, moin, ich bin der Manfred. Ich komme aus dem wunderschönen Norddeutschland, und zwar aus Hamburg. Ich habe einen kleinen Schrebergarten. Ich gärtner da gerne. Also wer kann da noch widerstehen? Meine schönen Rosen im Garten, da hat noch niemand Nein gesagt. Ich habe mir ein paar Anmachsprüche überlegt. Zum Beispiel die süße Maus. Oder deine Augen glänzen am Nachthimmel wie die Sterne zum Beispiel. Also der Prinz wird ja reinkommen und mich sehen. Und dann wird es bei ihm schon Bumm machen. Aber geile Villa, oder? Mein Gott. Manfred ist auch noch jemand, der bleibt einem einfach im Gedächtnis. Also das ist so ein Unikat, so ein Original. Und seid ihr schon gespannt auf den Prinzen? Auf jeden Fall, ne? Total. Ich hoffe, er ist Wikinger, also 1,90 groß. Ein Bart hätte ich gern. Und dass mit seiner Axt hier reinkommt. Das wäre so mein Traum. Vielleicht hat er auch so einen Helm mit Hörnern. Ja, genau. Wenn der mit der Axt kommt und mir sagt, hier ist das Feuerholz, soll ich das zerhacken? Würde ich sagen, komm mit mir. Da kommt schon der Nächste. Oder geht ja wie am Fließband hier. Moin. May I have your attention, please? Ich bin Jan, ich bin 26, komme gebürtig aus Norddeutschland und wohne jetzt seit 2 Jahren in Wien. Ich studiere gerade auf Lehramt, Geschichte und Deutsch. Ich bin schon ein kleiner Besserwisser und ich sehe mich sehr viele Leute korrigieren. Es ist sehr anstrengend, irgendwie mit mir umzugehen, mich auszuhalten. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann hätte ich lieber einen hässlichen Mann, der aber irgendwie gebildet ist. Ich brauche halt einen Partner, der mir irgendwie im Gespräch auch ebenbürtig erscheint. Wo kommst du her? Zum Wohl, wo seid? Gebürtig aus Schleswig-Holstein, aus dem Norden. Aber ich wohne jetzt schon seit 2 Jahren in Wien. Wieso kommst du auch aus Schleswig-Holstein? Nee, aus Hamburg. Ja, und ich muss sagen, Hamburg ist halt nicht Norddeutschland. Hamburg ist halt noch Hamburg. Hamburg ist Norddeutschland, natürlich. Also Hansestadt Hamburg. Als Schleswig-Holstein, da muss ich dem widersprechen. Also, okay. Seid schon die ersten Bitchbeide hier. Wie alt seid ihr denn überhaupt? 25. 24. Und du? Ich bin 19. Natürlich. Fragt sich nur, wie lange schon. Oh. Nein, ich bin 33. Ich wollte gerade sagen, den Schönheitschirurgen würde ich verklagen. Okay, Bitch. Der nächste Mann. Hello. Hi. schickes Hemd. Und auch ohne Hemd schwer okay. Mein Name ist Cory, ich bin 33 Jahre alt, komme aus dem schönen Berlin. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr Single. Ich wünsche mir eine Beziehung, weil ich einfach nicht mehr alleine sein möchte. Ich bin jetzt hier bei Prince Charming und ja, es ist eine neue Erfahrung. Ich denke, dass es vielleicht mal ganz gut sein könnte, jemanden so kennenzulernen. Cory, so international. Hi, freut mich. Folge. Ja. Moin, hi. Corny würde ich auf jeden Fall vernaschen auf freier Wildbahn, weil ich seine Brille irgendwie so ein bisschen intellektuell fand. So ein bisschen Geheimnis, ein bisschen Harry Potter-mäßig, würde ich auch sagen. Schöne Brille hast du auch. Dankeschön. Ich war super aufgeregt, als ich reingekommen bin. Ich brauchte erst mal einen Drink, bis ich erst mal klargekommen bin. Prost, Dankeschön. Der eine kommt klar, der andere kommt an. Hallo. Moin. Schön Po hat er. Und hier auch mal die Frontansicht. Ich bin Maurice, ich komme aus Köln und ich bin Vize Mr. Gay Germany. Ich bin Single, seitdem ich lebe. Irgendwie habe ich noch nie den passenden Mann dazu gefunden. Ich glaube sehr stark daran, dass Schwule monogam leben können. Ich teile mein Essen, ich teile meine Klamotten, aber ich teile nicht meinen Mann. Zum Wohl. Schon angucken, sonst gibt's 7 Jahre schlechten Sex. Yes. Den hatte ich schon. Du musst es ja wissen. Du, lieber widerlich als wieder nicht. Also bisher ist die Stimmung sehr gut. Mal schauen, wie lange es so bleibt. Er hat leider schön Po in einer grünen Hose. Kann man nicht anders sagen. Es war so geil, er kommt rein, ne? Komplett so. So, Manfred, bald kommst du ins Einzelzimmer, ne? Ja, geht so klar, nicht hier. Nee. Muss auf den Prinz warten. Ach ja, das Hier sind mal lässt es sich Lampignons. leben. Hier verbringen die Männer die Nacht. Zumindest die meisten von ihnen. Also wie viele Betten haben wir jetzt gezählt? Wie viele Betten? 2, 4, 6, 8 plus 5 plus 3 plus 3. 16.
16? Dann sind es 16. Dann sind es auch nur 16. Oder sind es 19 und 3 gehen? Oder sind es 20 und 4 gehen? Boah, das wäre hart. Gehen. Jesus. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, was noch passiert. Habt ihr die Betten gezählt? Hast du sie gezählt? Ah, ich glaube so 16. Ja, also werden wir 18 sein, 2 fliegen raus heute, dann passt ja mit 16. Nur die Harten kommen in den Garten, ne? Ja, ja. Noch sind gar nicht alle da. Da kommt schon der Die Nächste. Geier hier vorne. Ja. Aber wirklich. Hallo. Moin. Ich bin der Bon. Ich bin Maurice. Wie Bonbon. Hi. Hey, freut mich. Hi. Felix. Hi. Ein selbsternanntes Bonbon. Ich bin der Bon, ich komme aus München und mache momentan meinen Betriebswirt. Ich bin halb Thailänder, halb Deutscher. Ich wurde mit beiden Kulturen aufgezogen. Ich muss aber sagen, als ich groß geworden bin, habe ich schon versucht, mich immer so als Deutscher zu identifizieren. Es gab einfach früher nicht viele Asiaten und ich wollte natürlich nicht anders sein. Als asiatischer schwuler Mann aufzuwachsen, war schon sehr, sehr schwierig, weil man schon diskriminiert wurde. Ich gehe super offen mit meiner Sexualität um und eigentlich generell mit meiner Person. Mein Traumprinz sollte keinen Stock im Arsch haben. Und wenn er einen hätte, dann würde ich mir helfen, den rauszuziehen. Wart ihr schon drinnen? Ja. Okay. Wo ist denn der Ich lasse Druck abraum? Weil ich meine, das ist ja schon eine lange Zeit. Und um den Druck noch ein wenig zu erhöhen, kommt hier auch schon heimlich der Prinz. Mir geht der Puls. Das Herz schlägt mir bis zum Hals. Und ich freue mich, dass das Abenteuer losgeht. Guten Tag. Oh, da kommt schon der Nächste. Endlich mal ein Blonder. Ich bin mal gespannt, ob ich mein Spiel aufrechthalten kann. Das ist dein Wikinger, oder? Optisch. Wow. Der Traumprinz aus dem Barbie-Märchenhaus ist uns gerade entgegengekommen. Moin, hallo. Hallo, Mann. Moin, nördlich bestimmt. Hi. Also die ersten Kandidaten, ach, das braucht kein Mensch. Aber als Kim dann reinkam, dachte ich mir, moin Manfred. Kim, hi. Hi, ich bin der Max. Kim, hi. Felix, hi. Der Blonde mit dem Zopf nach hinten, ja, den finde ich echt ziemlich sympathisch. Der ist auch sehr attraktiv. Also den hätte ich schon auch direkt mit nach Hause genommen, keine Frage. Eigentlich habe ich mir geschworen, keinen Kandidaten irgendwie attraktiv zu finden. Und dann stand er da und ich dachte so, deine erste Challenge. Hey, Ash, hi. Kim, hi. Wow, seine Augen. Ich habe noch nie in meinem Leben so schöne grüne Augen gesehen. Moin, Jan. Hi. Schickes Hemd. Danke. Der Start war mega. Es hat super viel Spaß gemacht, als Kandidat ins Haus zu gehen und dann wirklich die Jungs kennenzulernen. Die haben mich herzlich empfangen, wie jeden anderen Kandidaten auch. Sieht ein bisschen aus wie ein Wikinger, finde ich. Noch ein Helm drauf. Große Liebe, glaube ich. Zwischen uns beiden. Soll ich den mal rumführen noch mal? Ja. Ich glaube, irgend mir. Also hier ist der Pool. Okay. Wir haben, glaube ich, Südwestsonne. Südwestsonne. War einer von euch das mit dem Penis? Nee, das ist mein Abdruck, glaube ich, oder? Was ist dein Abdruck? Nein. Was ist das hier? Ich habe so einen Schillraum, einen Bücherraum. Du kannst dich hier präsentieren, wie du möchtest. Manfred war sehr offensiv beim Flirten, das muss man wirklich sagen. Ja, voll schöne Villa. Schön, oder? Hör mal, schön lebst du. Mal gucken, wie er sich noch so entwickelt. Ich würde sagen, wir können jetzt mal einen kurzen trinken. Wir holen erst mal die kurzen Gläser, die sind drin, und dann trinken wir irgendeinen Shot, oder? Klingt gut. Das ist ein Abenteuer, ne? Ultra, ja. Ich glaube, hier geht jedem gerade die Pumpe, von daher. Das ist halt das Schöne, ja, ne? wir sitzen alle im selben Boot. Ja. Tja, Felix, wenn du wüsstest,